Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hat der Postbote zweimal angeläutet und zwar hat er mir die Pace 3 und die richtige Seite, so Venue 3, Fokus, sehr gut, Venue 3 vorbeigebracht. Ich werde natürlich beide Uhren testen und dann ein entsprechendes Testvideo dazu machen. Heute möchte ich mir einen Ersteindruck von den Uhren machen. Wir werden gemeinsam die Uhren unboxen, werden sie kurz einrichten und ich werde mit den Uhren dann eine Runde laufen gehen und euch im Anschluss zeigen, wie die ersten Daten so ausschauen. Zu den Uhren werde ich zwei separate Videos machen. Das heißt, wenn du dir das jetzt anschaust, schaust du dir das Video entweder zur Pace 3 oder zur Venue 3 an. Das Intro ist nämlich das gleiche. Nach meinem Intro geht aber dann das spezifische Video weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! So, in diesem Video schauen wir uns die Venue 3 an. Wir werden uns einen ersten Eindruck von der Uhr machen. Der richtige Test folgt natürlich wie gewohnt in ein paar Tagen, aber ich würde sagen, packen wir mal aus. So, wo beginnen wir? Hier oben haben wir die Lasche. So, machen wir mal auf. So, da haben wir das gute Stück. Nehmen wir es mal heraus. So, Verpackung brauchen wir nicht. Machen wir hinten auf. Also ich habe mich für die 45 mm Variante entschieden. Und zwar in der Farbe Schwarz, wie man sieht. So, der schönste Moment immer. So, und da geht sie auch schon an. Hier sieht man natürlich das wunderschöne AMOLED-Display. Ist übrigens kein Saphirglas, sondern nur Gorilla Glas 3. Die Lünette ist auch nicht aus Titan, die ist aus Edelstahl. Auf der Rückseite sehen wir den Elevate Generation 5, den neuesten Sensor. Der wirkt auf der Uhr schon relativ groß, aber ist trotzdem noch immer recht flach. Ja, die Uhr ist auch nicht besonders schwer. Ich glaube, sie hat 46 Gramm inklusive dem Band. So, wählen wir mal Deutsch aus und sagen wir mit dem Telefon koppeln. Ich werde die Uhr jetzt mal einrichten und ich melde mich dann, wenn ich damit fertig bin. So, wir befinden uns auf dem Watchface. Schauen wir mal, was wir alles machen können. Rechts oben kommen wir zu unseren Aktivitäten. Das kennt man ja, beziehungsweise auch zu unseren Apps. Das ist hier zweigeteilt. Und rechts unten geht man zurück. Klickt man rechts in der Mitte, kommt man zu den kürzlich geöffneten. Und wenn wir, glaube ich, rechts unten drauf bleiben, genau, kommt man zu unseren Einstellungen, Displays etc. So, schauen wir mal ins Menü. Aha, hier sehen wir Schritte, Intensität. Hier sehen wir eine Sache, die neu dazugekommen ist, der HFV oder HFV-Status. Den kennen wir von der Forerunner und der Phoenix bzw. Epic-Serie. Den finden wir jetzt auch auf der Venue 3. Ja, sehr gut. Menü läuft sehr flüssig, wie ich feststellen kann. Sleep Score. Und hier haben wir auch schon eine Neuigkeit, den sogenannten Schlafcoach, der empfiehlt mir heute 9 Stunden zu schlafen. Deutlich erhöhtes Schlafbedürfnis. Ja, ich habe letzte Nacht wirklich nicht gut geschlafen. Da hat er recht. Und hier habe ich die diversen Faktoren. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Meine Erholungszeit etc. Aber gut, wollen wir nicht lange herumschnacken. Ich werde die Laufschuhe anziehen und werde eine Runde laufen gehen und wir schauen uns dann die Daten an, die mir die Uhr bei dem einen Lauf dann geliefert hat. So, Dale, ich bin wieder zurück, geduscht, umgezogen. Ja, wie ist die Erfahrung mit der Venue 3 gewesen? Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon ein bisschen herumgespielt. Ich habe es schon geschafft, über den Assistenten eine Sprachnachricht zu versenden, beziehungsweise habe ich mir schon eine angehört. Also das sind Sachen, die mir sehr gut gefallen. Von der sportlichen Seite her, wie gesagt, ich bin nur eine kleine Runde gelaufen, habe ein paar Mal kleine Sprints gemacht, das Tempo einfach erhöht, den Puls hinaufgebracht, um einfach zu schauen, wie gut die Uhr auf die Änderungen reagiert. Die genauen Daten von GPS und Pulsmessung
schauen wir uns nachher an. Etwas, das mich jetzt beim Laufen ein bisschen gestört hat, ist, dass ich den Touchscreen verwenden muss. Das heißt, ich kann zwischen den Datenseiten nicht mit den Tasten hin und her wechseln oder ich habe es noch nicht herausgefunden. Also falls ich da jetzt eine falsche Information habe, dann bitte korrigiert mich, aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich werde mir das natürlich noch anschauen. Mit der Taste rechts oben kann ich ein Workout starten und stoppen, beziehungsweise mit der Taste rechts unten habe ich die Möglichkeit, eine manuelle Runde einzugeben. Ansonsten habe ich nicht die Möglichkeit zu blättern, zumindest wäre ich noch nicht drauf gekommen. Das wäre grundsätzlich nicht so ein Problem, wenn ich nicht auch nur 4 Datensätze pro Datenseite eingeben könnte. Also ich kann mir pro Seite nur 4 Dinge aussuchen, die ich mir anzeigen lassen möchte. Für mehr Daten muss ich halt dann zur nächsten Seite gehen und das geht halt nur über den Touchscreen und ja, wenn es draußen heiß ist, dann schwitze ich und da funktioniert das halt nicht so gut. Beziehungsweise im Winter, wenn man Handschuhe anhat, dann ist das halt auch nicht unbedingt optimal. Was ich sehr positiv fand, ist, dass das Display jederzeit eigentlich wunderbar ablesbar war. Also hier gibt es mittlerweile, was AMOLED-Displays betrifft, überhaupt keine Probleme mehr. Ebenfalls fand ich toll, wie ich das Workout beendet hatte, die ganzen Zusammenfassungen bzw. das Feedback zum Thema Trainingsnutzen. Also hier hat mir die Uhr dann zum Beispiel angesagt, wofür dieses Training gut war bzw. was das für einen Nutzen für mich hat. Aber wie gesagt, das Video soll jetzt nur als Ersteindruck dienen. Der richtige Test, der kommt dann in ein paar Tagen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Daten an und wie gut die Uhr bei meinem ersten Lauf performt hat. So, schauen wir uns die Pulsmessung an. Hier haben wir in lila die Garmin Epix Pro, die war mit dem Brustgurt verbunden, und in rot die Venue 3. Und ja, ich glaube, man braucht jetzt nicht viel sagen, das hat sehr gut geklappt. Das Einzige, was mir hier auffällt, man sieht beim Brustgurt diese ganzen kleinen Zacken, das ist, wenn der Puls halt um 1, 2 Schläge sich verändert, und das habe ich bei der Venue 3 interessanterweise nicht. Hier schaut das Ganze ein bisschen geglättet aus, aber nichtsdestotrotz hat die Pulsmessung dort wunderbar funktioniert und ja, lediglich eine leichte Verzögerung hier und hier kann man feststellen. Das waren genau die Momente, wo ich schneller gelaufen bin, wo ich den Puls schnell hinaufgebracht habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ist die Leistung tadellos. Was die GPS-Genauigkeit betrifft, muss ich auch dazu sagen, dass die Runde, die ich gelaufen bin, jetzt für das GPS-Signal jetzt nicht die Riesenherausforderung war. Das werde ich natürlich auch testen. Ich werde dann auch im Wald laufen und dann ebenfalls das Ganze vergleichen. Hier bin ich im Prinzip zwischen Häusern gelaufen und hier hat das Ganze tadellos funktioniert. Was zu erwähnen ist, ist, dass die Venue 3 kein Dualband-GPS verwendet, sondern Singleband, aber nichtsdestotrotz hat die Messung eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. So, mein Ersteindruck ist soweit positiv. Die Uhr liefert eigentlich relativ gute Daten, GPS ist gut, Pulsmessung top. Also werden wir schauen, ob bei den anderen Tests diese Leistung konstant bleibt oder ob es da mal Ausreißer gibt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Format gefällt, also ein Ersteindruck-Video, dann schreibt mir das in die Kommentare, oder ob ihr sagt, nein Stefan, brauchst du nicht, mir reicht der normale Test, dann könnt ihr mir das auch sagen. Wenn euch meine Inhalte gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst bzw. den Kanal abonniert, denn dann helft ihr, dass mein Kanal weiterhin wächst und die Inhalte noch besser werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.